Bist du wohlhabend? Bist du wohlhabend? Mit dieser frechen Frage möchte ich dich ganz herzlich zu diesem Livestream von der einsamen Insel in Finnland aus begrüßen. Bist du wohlhabend? Ja, was meint der Stefan mit dieser Frage? Was erlaubt er sich eigentlich? Ja, das habe ich auch gedacht. Kürzlich habe ich ja letzte Woche die Geschichte erzählt und die hat jetzt noch weiter in mir gearbeitet, wie ich da meine Fritteuse entsorgt habe, mein Palmfett mit den Händen und wie ich dann begonnen habe zu rechnen, was mich das jetzt eigentlich gekostet hat, wenn ich die Bäckerei einfach vermietet hätte in dieser Zeit. Guten Morgen, liebe Birgit. Ja, und ja, dann hat jemand von euch, ich nenne jetzt keine Namen, geschrieben, aber Stefan, wieso regst du dich denn auf? Du bist doch wohlhabend. Hm, das hat mich zum Denken angeregt und weil dieses Wort wohlhabend ist jetzt nicht so ein Wort, das in meinem Sprachgebrauch so drin ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und ich habe da ein bisschen so nachgespürt. Ich habe mal gelesen, ist anscheinend ein mittelhochdeutsches Wort. Und wenn man das sich so auf der Zunge verkehren lässt, ist das ein wunderbares Wort. Und ich danke dieser Person für diese Auseinandersetzung, sind dann auch ein bisschen hin und her gegangen. Und ja, also wohlhabend bedeutet eigentlich, dass dir wohl ist mit deinem Haben. Vielleicht kennt ihr das berühmte Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein, wo er sagt, dass eigentlich je mehr man hat, umso schwieriger wird das Sein. Und um diese Balance geht es. Und deshalb möchte ich mit euch heute über die Frage reden, ob ihr wohlhabend seid. Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie ich so mich empfinde, ich nenne das ja den Sweet Spot. Ne? Ich mache diese Sprints, wo ich die Leute 12 Wochen begleite. Und im letzten Sprint, im Endspurt, hallo liebe Ruth, ging es um die Ordnung. Und ich werde sicher wieder mal so einen Ordnungssprint machen. Aber irgendwie das Thema Finanzen und Ordnung bei den Finanzen und da Klarheit finden und eben, was ich das als Sweet Spot bezeichne. Ja, was ist der Sweet Spot? Der Sweet Spot ist dieses Gefühl vom Wohlsein, wo es dir mit deinem Geld wohl ist, wo es stimmt. Das ist jetzt einfach gesagt und vielleicht nicht so einfach getan, aber dank der Frage, oder eine Bemerkung war es eher, aber du bist doch wohlhabend, reg dich doch nicht auf. Habe ich dieses Wort so, jemand hat mir einen Ball zugeworfen und ich habe dieses Wort wie so einen Ball angenommen. Ich finde es immer, wir haben ja als Menschen oft so Reaktionen, wenn uns jemand was sagt oder uns kritisiert oder eine kritische Frage stellt, dann wollen wir immer das schnell weghaben. 2, 3 Leute haben sich sofort abgemeldet. Kaum habe ich das Mail rausgeschrieben mit der frechen Frage, bist du wohlhabend? Zack! Ist es schade um die Person? Nein. Vielleicht ist es schade, weil wenn so ein Wort dich gerade so dermaßen triggert, wäre vielleicht da ein bisschen mehr Wohlsein angebracht. Und das ist mein Ziel von heute. Ich versuche, dir das ein bisschen näher zu bringen. Aber zuerst lass mich doch mal zeigen, auf was für einem wunderbaren Fleckchen Erde ich da sein darf. Ich habe da noch von das kleine Stühlchen genommen, was ich vielleicht nicht brauchen würde. Hier die Vogelbox da tue ich meinen Laptop drauf. Der TÜV, der TÜV, der leider nur noch ein Rad hat, weil mein Sohn ein bisschen zu sehr über Stock und Stein gefahren ist, der ist sonst auch da, die Polizei ist auch da. Und heute habe ich wirklich sehr viel vorbereitet. Genau, guten Morgen, Sansibar, genau, Ruth, genau, gut, du bist wohlhabend und ich bin es auch. Und wir können es alle sein. Das ist das Spannende. Mit dem, was wir haben, wohl sein. Das ist ein Weg, das ist nicht so einfach, aber es ist echt möglich. Es ist echt möglich. Und ich habe dank dieser Frage diesen Begriff wohlhabend wunderbar in meinem Leben akzeptiert und angenommen und ich finde es schön und jetzt auch mit euch darüber zu reden.
Der zweite Punkt, da möchte ich ein bisschen widersprechen, was die Person gesagt hat. Ja, reg dich doch nicht auf. Nein, ich rege mich nicht auf. Ich rege mich nicht auf. Auch dir, liebe Rahel, einen schönen guten Morgen. Ich rege mich nicht auf über die 180.000 Franken und ich brauche die auch nicht. Also ich könnte sie jetzt genau für etwas brauchen, aber dann finde ich einen anderen Weg. Ich finde immer einen Weg, dass sich eine Türe auftut. Und wenn eine Türe nicht aufgehen soll, dann war es auch nicht so schlimm. Das ist diese Gelassenheit. Aber als ich ja meinen Dachstock entrümpelt habe, 1.000 Kilo in einem Tag für die Fernsehsendung Puls auf SRF, bin ich irgendwann in eine Wut reingekommen. Und Selim hat dann gesagt, das ist dieses Purge Decluttering, also das Wut aufräumen. Und ich glaube, wenn wir etwas bewirken wollen, dann müssen wir auch mal in den Spiegel schauen und sagen, hey, das macht mich jetzt, eigentlich nervt mich das. Eigentlich diese Dinge sind einfach zu viel. Eigentlich ist es nicht okay, dass ich einfach zu feige war, eine Entscheidung zu treffen und meinen Raum einfach zu. Es geht nicht mal um die 180.000 Franken, vielleicht wäre es ja weniger, vielleicht wäre es sogar mehr, völlig egal. Aber der Raum hätte genutzt werden können. Das ist wie so jemand, der so ein Ferienhaus hat und steht immer leer. Die kennt ihr bestimmt, die Leute. Hm? Also, ich glaube, das habt ihr schon jetzt verstanden. Ruth hat es sicher kapiert. Ich habe es mittlerweile auch kapiert. Also, wohlhabend hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Ich hatte schon alles an Geld. Ich hatte schon 300.000 auf dem Konto, ich hatte schon 300.000 Schulden und mein Gefühl war kein anderes. Meine Werte habe ich gelebt. Ich hätte euch trotzdem zum Kaffee eingeladen. Auch wenn ich 300.000, als ich 300.000 Schulden habe. Ich habe das auch damals gemacht. Natürlich gibt man das Geld nicht gibt anders aus, wenn man mehr hat. Das ist schon klar. Aber so meine Grundeinstellung, mal jemanden einladen können, mal etwas mitbringen können, mal etwas schenken können, das ist wohlhabend. Aber dazu gleich noch mehr. Also ja, ich bin so wohlhabend und werde jetzt, ich möchte euch einladen, auch dieses Gefühl von Wohlhabend so in euer Leben zu lassen. Ich kenne reiche Leute, steinreiche Leute, auch ohne Geld. Ja, es geht, weißt du, Geld, darüber reden wir gerade noch. Was ist eigentlich Geld? Und was ist der richtige, Anführungsschlusszeichen, richtige Umgang mit Geld? Ich kenne ganz viele reiche Leute, die sind überhaupt nicht wohlhabend. Ein Bekannter von mir kümmert sich um den Nachlass von jemandem und der Mann war steinreich. Ich weiß nicht wie viele Millionen, aber sehr viele, viele Millionen Aktienportfolios. Aber die Leiche wurde gefunden in einem Haus, das 4 Grad war. Die Heizung hat nicht mehr funktioniert. Die Toiletten sahen wirklich furchtbar aus. Ich habe Fotos gesehen. Die hätte sich eine neue Kloschüssel leisten können, hat er nicht. Der lebte, der hauste. Traurig, der hat sich nichts gegönnt. Und jetzt, mein Freund damit jahrelang beschäftigt, das Erbe zu verteilen. Und jetzt kommen alle gierig, diese Kirche, diese Person. Plötzlich sind überall Verwandte da. Das ist dann ein anderes Problem. Aber ich glaube, der hat nicht mal investiert, um ein richtiges Testament zu machen. Das kostet ja vielleicht auch ein bisschen was, wenn du so viel hast. Ne? Und der hatte keine Ordnung, innere Ordnung zumindest. Und er war nicht im Sweet Spot. Das wage ich jetzt einfach, ohne ihn gekannt zu haben, zu behaupten. Ja, was ich auch lernen durfte, ist, Besitz macht schwer. Ich habe das Buch Haben oder Sein von Erich Fromm zitiert. Und ich weiß, dass, ich gehe gerade noch auf den Kommentar ein, ich habe mal einen Chef von einer Klinik, der teuersten psychiatrischen Klinik, interviewt. Der nimmt 100.000 pro Woche und der hat mir erzählt im Interview, dass ab 10 Millionen wird es wirklich schwierig. Also viele denken, ja, wenn man kein Geld hat, ist es schwierig. Hm? Und es ist aber auch so, wenn man viel Geld hat, ist es genauso schwierig. Ihr kennt die Erben, da diese Engelholm oder wie sie, glaube ich, heißt, die wollte ja das Erbe verschenken, weil sie es nicht annehmen will. Also das ist auch mit Scham behaftet. Also es gibt in beide Richtungen. Und so kenne ich auch sehr arme Menschen, die sehr wohlhabend sind. Ich war mal in Bali vor vielen, vielen Jahren. Und das war meine erste Hochzeit, meine Hochzeitsreise. Und wir sind dann auf dem Markt einkaufen gegangen, so ein paar Stoffe und so. Und dann man muss da verhandeln, okay? Zuerst wollte sie 1 Million haben. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt.
Sie wollte 1.000.000 haben und dann habe ich's runtergehandelt auf 500.000. Handschlag und dann habe ich ihr trotzdem die 1.000.000 bezahlt. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Und das war so unüblich und so überraschend. Ich hatte ja das bezahlt, was ich eh bezahlt hätte, aber das Handeln gehört dazu. Dann hat sie mich eingeladen, zu sich zu übernachten, die Marktfrau. Und ihr Mann war, glaube ich, Krankenpfleger. Und wir durften in ihrem Ehebett schlafen und sie sind dann in ihrem Boden auf einer Matte. Und das Haus war wirklich ziemlich leer. Wir kennen ja Bali nur so als dieses Instagram-Paradies, wo so die Nomaden, die digitalen Nomaden sind, die werden jetzt langsam ein bisschen ausgewiesen, weil sie sich überhaupt gar keine Regeln halten. Das ist das, was man so liest, ne? Und, ja, dann die hatten ein Bild, ne? Und dann haben sie mich so vor der Abreise am nächsten Tag gefragt: „Gefällt dir dieses Bild?“ Ich habe so aus Höflichkeit gesagt: „Ja, das Bild gefiel mir nicht.“ Ich habe aus Höflichkeit damals gesagt: „Ja.“ Die haben das Bild abgehängt und mir gegeben mit dem Rahmen. Und dann, ich habe jetzt keine Uhr, zieht der Mann noch seine Uhr ab, gibt mir noch seine Uhr. Hast du schon mal einen Reichen erlebt, der das macht? Hast du schon mal überhaupt jemanden überlebt, der das macht? Der mit seiner Rolex-Uhr und dann mag er dich, 'n spontanen Moment und er gibt's dir. Hm, ich nicht. Ja, ja, Birgit, was ist mit der Rentnerin, die nur 300 € im Monat hat, mit der alleinerziehenden Mutter ohne eigenes Einkommen? Sagt ihr mir's? Kann jemand in so einer Situation wohlhabend sein? Ich behaupte ja. Er kann dankbar sein für die 300 €, die er bekommt. Weil ich muss jetzt euch wirklich mal was sagen. Ich reise viel und bin auch viel in Afrika unterwegs und wir hier sind alle wohlhabend. Und dieses Gejammere: „Ich habe zu wenig, es reicht mir nicht“, ich kann das nicht mehr hören. Ich höre das von Leuten, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen. Ich höre das von Leuten, die 500.000 verdienen. In der Schweiz ist das verbreitet. Die Leute haben das Gefühl: „Ich habe nicht genug.“ Kennt ihr die Leute? Logisch, der jetzt 500.000 verdient und das Gefühl hat: „Ich habe nicht genug“, und die mit fast nichts über die, logisch ist das eine ganz andere Ausgangslage. Aber in Europa hier haben wir ein Sozialsystem. Wenn du einen Herzinfarkt hast oder eine Herzoperation brauchst, dann wird die bezahlt von der Krankenkasse. Das ist Reichtum. Das ist Wohlstand. In Amerika, wenn du die Kreditkarte nicht hast, in Afrika gibt's in den meisten Ländern überhaupt kein, wenn das Geld nicht da ist, dann stirbt die Person halt. Also das ist immer die Frage, womit vergleichen wir uns? Wir müssen jetzt nicht den mit 500.000 mit der mit 300 € vergleichen. Logisch ist da 'n Gap, logisch. Aber irgendwie nicht dankbar zu sein, finde ich irgendwie schade. Und wenn du nicht dankbar bist, dann kommst du so in ein Jammern rein und so: „Oh, ich Arme und ich sollte doch“, dann kommt der Neid und dann, was ist das für 'n Lebensgefühl? Also, ich lebe ja zwischen 2 Ländern, zwischen Frankreich, Mindestlohn 1.200 € und Schweiz, wo wir nicht mal 'n Mindestlohn haben, aber der wäre vielleicht irgendwie so bei 4.000 Franken, das sind 4.500 €. Schweiz, Medianeinkommen 6.700 Franken, das sind vielleicht gut rund 7.500 €. Und es kommen sehr viele Leute rein und denken, das Geld lockt die an, ne? Und viele gehen dann irgendwie wieder, weil sie merken, das ist auch alles so teuer, dann kostet die Wohnung 2.000, 3.000, dann kostet die Kindergrippe 2.500, dann kostet die Krankenkasse 1.000, 1.500, ja, rechne mal. Also, ich habe wirklich die These, dass wenn wir lernen, mit dem, was wir haben und was wir bekommen und was das Universum uns gibt, im Frieden zu sein und mal dankbar zu sein für das, was wir haben, selbst für unsere Unordnung, selbst für das, was wir nicht wissen.
selbst für unsere Schwächen. Geld ist ja nur so eine Energie, das gilt ja für überhaupt im ganzen Leben. Ich glaube, dann können wir wohlhabend sein. Also, wenn wir die 3 Sächerli, die wir haben, schätzen und ehren und liebevoll behandeln. Ich meine, kennt ihr Leute, die verhungern in Deutschland, in Frankreich? Frankreich ist das Land, das am meisten für Sozialausgaben ausgibt. Da muss man die Zahlen schauen, das ist Wahnsinn. Also da muss keiner betteln, da muss keiner verhungern. Das hat ein super Medizin. Also wenn wir uns hier vergleichen, wir in Europa, die hier so jammern, wie schlecht es uns geht, das kann ich nicht nachvollziehen. Und was bringt es überhaupt? Also ich musste schon mit ganz kleinem Budget rum, ich konnte mit großem Budget, aber wenn etwas Wohlhaben bedeutet, ist, dass ich mich halt anpasse. Es gibt viele Leute, die leben über ihre Verhältnisse. Die verdienen 10.000 und Ende Monat ist alles weg. Ein Bankerfreund von mir hat einen Kunden, der ist ein Arzt, der verdient 1 Million im Jahr. Nach 2 Wochen ist der Lohn weg. Die Frau bedient sich und die Schule der Kinder und so weiter und so weiter. Ja, also so einfach mal so ein bisschen das Big Picture. Ja, was möchtest du damit sagen, Birgit? Keine soziale, das ist so dieses, das sind so, was ist soziale Teilhabe? Also muss ich im Sportclub sein? Muss ich ins Gym gehen? Muss ich ein Instrument spielen? Also weißt du, es ist so, was erwartet man? Aber das ist Mangeldenken, wenn ich das so sagen darf. Ne? Jetzt geht es mir ein bisschen, wie können wir in die Fülle kommen? Und es geht nicht um die Geldfülle. Wie können wir das, was wir haben, was das Leben uns gerade präsentiert, irgendwie annehmen? Wie können wir in eine Harmonie kommen? Weil ich behaupte, dass dann beginnen auch Gelddinge zu fließen. Und solange wir uns klein fühlen, ich meine, 300 € ist sehr viel Geld. In Madagaskar, wo ich war, arbeitet jemand 7 Tage die Woche für 50 €. Jetzt kann man sagen, es sind nur 300 €. Oder man kann sagen, es sind 300 €. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber es sind 300 €. Also es ist wirklich, weißt du, man kann alles, was wir haben, bewerten, positiv oder negativ. Ich habe mal eine Fotoshooting gemacht, als ich für die Annabelle geschrieben habe. Der Mann hatte ähm, die größte Yacht. Ja, Birgit, ich verstehe nicht, was du damit sagen möchtest. Ja, Sie können nicht auf die Klassen. Ich weiß es nicht, wie es ist. Aber braucht man da eine Klassenfahrt, um glücklich zu sein? Ich meine, wenn man das weitertreibt, das größere Problem in Schulen ist, dann haben die Markenkleider, die einen haben keine Markenkleider, dann kaufen die Schuhe für 300. Also wenn man das so weitertreibt und dieses Spiel so, ich bin nur glücklich, wenn. Logisch ist es schön, eine Klassenfahrt, logisch. Ich erinnere mich an keine. Also ich glaube, ja. Aber wie bewerten wir Dinge? Ich glaube, das macht den ganzen Unterschied. Das ist auch schon ein bisschen die Antwort. Ja, also das ist ja etwas sehr Individuelles. Das ist etwas sehr Intimes, Geld. Wie sehen wir Geld? Wie gehen wir mit Geld um? Was macht Geld mit uns? Was haben wir für Ansichten über Geld? Also ich glaube, dass wir übrigens sehr viel haben, so Mangeldenken. Und ich komme nachher drauf, was die Umfrage ergeben hat. Das ist doch total spannend. Keiner hat gesagt, ich will so und so viel Geld haben. Das ist echt spannend. Alle haben gesagt, ich möchte ein anderes Gefühl haben zu Geld. Da habe ich eine lustige Geschichte. Ich möchte jetzt auch keine Debatte auftun. Also weißt du, ist der eine glücklicher, weil er viel hat? Ist es das Leben gerecht? Das ist so irgendwie, das sind Fragen, die uns irgendwie, das sind philosophische, gesellschaftsphilosophische Fragen, aber die helfen jetzt uns, wo wir hier versammelt sind, um darüber nachzudenken, wie können wir dieses wohlhabende Gefühl, bist du denn wohlhabend, Birgit? Ich frage dich mal, empfindest du dich als wohlhabend? Oder frag mal in die Runde, wer empfindet sich jetzt, nachdem ihr meine Definition gehört habt, wer empfindet sich als wohlhabend oder ein bisschen? Der Pfarrer Josip Knesewitsch in Rüschlikon, den habe ich mal interviewt, weil Rüschlikon ist eine reiche Gemeinde am Zürichsee und
die haben den Ivan Glasenberg, oder wie er heißt, das ist der grüne CEO von Glencore, so ein Milliarden-Rohstoffkonzern. Und irgendwie wurden die Aktien neu bewertet. Jedenfalls hatten die einen Geldsegen sondergleichen. Da kam ganz viel Geld in die Kasse. Das ist aber schön. Wir sind auf dem Fahrrad um den Bodensee gefahren, auf der Klasse. Und das Schöne ist, wenn man dann so mal weiterdenkt, ganz viele, die schönsten Dinge kann man eh nicht kaufen. Also solange man denkt, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich, dann ist man noch so gefangen in diesem Mangeldenken drin. Ähm, Ich bin zu Josip Knesewitsch gefahren, weil da gab es ein paar Bürgerinnen und Bürger in diesem kleinen Dorf, es ist eine kleine Stadt, ich weiß nicht viel, ein paar tausend Einwohnerinnen und Einwohner, ein Dörfchen, und die wollten 1% der Steuereinnahmen für wohltätige Zwecke spenden. Und ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, die Gemeindeversammlung hat Nein gesagt. Ihr müsst jetzt googeln. Ist nicht wichtig. Aber spannend ist, ich will euch von Knesewitsch Josip erzählen. Und er hat mir erzählt, wir haben über Geld gesprochen, mit einem katholischen Priester habe ich über Geld gesprochen. Und der hat mir erzählt, bei ihm sei mal in der Beichte oder was auch immer, was die so machen, ein Seelsorger oder was auch immer, ein Mann gesessen. Und da haben gesagt, Herr Pfarrer, ich habe 20 Millionen verloren an der Börse. Herr Knesewitsch war so tief betroffen und dann gesagt, ja, das Portemonnaie hervorgeholt und sind Sie verarmt, was brauchen Sie, was kann ich Ihnen geben? Und dann hat er mal gesagt, nein, ich habe noch 80 Millionen, aber ich habe 20 verloren. Das Problem war nicht, dass er nicht genug hatte, das Problem war der Stolz. Ist jetzt das ein schönes Gefühl? Ist jemand, der so panikartig reagiert auf den Verlust von 20% seines Portfolios, ist der wohlhabend? Ich würde sagen, nicht. Ja, also heute, ich habe mir wirklich ein paar Sachen vorgenommen und ich möchte euch bitten, seid mal einfach offen, probiert mal eure Bewertung. Ich probiert mal nicht so zu bewerten, weil wir kommen nicht weiter, wenn wir so stecken bleiben. Ja, verstehe ich, Birgit, ich verstehe deine Haltung, aber sie verlangt eine geistige Reife, absolut, die viele nicht haben. Das ist so, ich hatte die auch lange nicht. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ohne eine bestimmte Summe ist das Leben ein Kampf. Das ist völlig klar. Also das zeigen auch alle Statistiken. Also in der Schweiz ist es so, bis irgendwie 7'000 nimmt wirklich das Glück zu. Also ja, und wenn du mehr verdienst, nimmt es nicht mehr groß zu. Also das ist schon, also man sagt ja diesen Satz, wie sagt man, Geld haben macht nicht glücklich, aber kein Geld. Ja, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also Birgit, danke, du beantwortest meine Frage. Ich fühle mich wohlhabend, weil ich etwas mehr habe, als ich brauche. Das würde ich gerne noch ein bisschen testen, ne? Auch mit einer kritischen Gegenfrage. Also ich möchte, dass wir beginnen, ein bisschen anders zu denken. Es geht jetzt nicht, also es gibt immer Fälle. Also weißt du, es passieren viele schlimme Dinge auf der Welt. Und die Leute fragen dann, ja, warum und was ist gerecht? Und trotzdem gibt es irgendwie Gerechtigkeit. Ich glaube daran, dass es Gerechtigkeit gibt. Aber das tun wir jetzt mal auf die Seite. Ich möchte mit euch darüber reden, wie fühlt sich dieser Sweet Spot an? Wie fühlt es sich an, übersetzt Sweet Spot des Geldes ist eigentlich, wie fühlt es sich an, wenn man wohlhabend ist? Da möchte ich ein bisschen nachfühlen. Ich sage nicht, man muss wohlhabend sein. Ich möchte nur ein bisschen darüber reden, wie es ist. Ne? Ich möchte zeigen, wie ich das ein bisschen gefunden habe. Ich möchte dir zeigen, wie du es finden kannst. Und ich werde euch zeigen, was die Leute in der Umfrage natürlich komplett anonymisiert, was sie gesagt haben. Da waren echt spannende Dinge dabei. Wenn ich sage, ich würde mir wünschen, dass du ein bisschen anders denkst, vielleicht nach diesem Livestream, dann meine ich damit, ja, vielleicht ein bisschen lockerer, vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht auch ein bisschen kreativer. Also, kleines Experiment. Ja, heute spiele ich ein bisschen mit euch, ne? Oh, jetzt ist alles gespiegelt bei mir, das hat mir die Sue kürzlich gesagt. Ist alles gespiegelt. Was passiert mit dir? Schau mal so ein bisschen deine Reaktion an, wenn du siehst so einen Huni. 100 Euro.
Frankreich haben die den nicht gern. Die geben nicht gern raus. Also alles über den 50er ist eigentlich schon nicht ganz praktisch, nicht ganz Kiss. Ich habe ein paar Fragen für dich. Wenn du das siehst, möchtest du den haben? Wenn ich dir den jetzt schenken würde, könntest du ihn annehmen oder würdest du dich ein bisschen beschämt fühlen oder würdest du denken, was muss ich ihm jetzt zurückgeben, wenn der mir 100, will der mich jetzt kaufen, bestechen? Was löst das für ein Gefühl aus, wenn du es bekommen würdest? Wenn er irgendwo liegen würde, na, jetzt wird es ganz persönlich und intim. Würdest du ihn nehmen? Würdest du ihn klauen? Und wenn du ihn klauen würdest, hättest du noch ein schlechtes Gewissen? Oder würdest du dir sagen, nein, komm, das ist doch nicht so schlimm, das tut dem Stefan nicht weh? Ähm, Wenn du den siehst, und ich würde jetzt zum Beispiel erzählen, ich habe hier gegraben. Ich habe einen Koffer gefunden mit 1 Million drin. Den nehme ich mit nach Hause. Ich mache mir jetzt ein schönes Leben damit. Wärst du dann neidisch? Würdest du mich dann verurteilen? Würdest du es unfair finden? Oder würdest du dich freuen für mich? Das sagt ganz viel aus, wie nah du dem Sweet Spot bist. Wenn ich dir das jetzt schenken würde, was würdest du damit machen? Würdest du einfach aufs Bankkonto und dann liegen da einfach 100 mehr und weg? Würdest du es irgendwie für was Dummes kaufen, was du eh nicht brauchst? Wirst du essen gehen? Hast einen schönen Abend machen? Oder würdest du irgendwie etwas tun, was dir wirklich einen Mehrwert gibt? Weißt du überhaupt, wie du dir mit Geld einen Mehrwert kaufen kannst? Kannst du überhaupt The Art of Spending Money, habe ich im Buch gelesen, beherrschst du die Kunst des Geldausgebens? Da stopfst du einfach ein Loch und ist dann ein Tropfen auf den heißen Stein, es ist weg. Ich kenne das alles. Ich kenne das alles. Oder umgekehrt gefragt, was kannst du mir für einen Mehrwert geben für die 100 Euro? Was sind deine Fähigkeiten? Das sind so die Fragen, die so kreisen ums Geld. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage, ob du im Sweet Spot bist oder nicht. Und auch das ist es ist kein Wettrennen. Ich war lange überhaupt nicht im Sweet Spot. Man muss auch nicht sein. Viele Menschen sind ihr ganzes Leben lang, haben nie eine schöne Beziehung mit Geld. Und ich habe noch ein paar Fragen mehr für dich. Und da merkst du, ob du im Sweet Spot bist. Wenn du eine Rechnung bekommst, wie lange lässt du die rumliegen? Wie viele Mahnungen bekommst du? Und bezahlst du die Rechnungen gern? Jemand hat für dich was gemacht, eine Leistung erbracht und du zahlst die Rechnung. Ist das so ein Gefühl, wow, so toll? Oder zahlst du nicht gern? Hast du Existenzängste? Denkst du, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht? Ich kenne ganz viele schwerreiche Menschen, die Existenzängste haben. Man nennt das auch Angst vor Statusverlust. Mein Leben wäre nicht mehr dasselbe, wenn ich nicht mehr den Porsche hätte. Aber das ist auch real. Ich möchte das auch nicht verurteilen. Das sagt genau wieder. Also solange man wenig hat oder nichts hat, hat man die Illusion, wenn ich viel habe, bin ich glücklich und alles ist gut. Und wenn man es dann hat, merkt man, Scheiße, das ist nicht so. Nächste Frage, dritte Frage. Wenn du etwas, hast du oft du kaufst dir was und bereust nachher. Denkst, ah nee, hätte ich doch nicht. Und zwar wieder so ein Impulskauf. Ähm, mhm. Spannend. Sansibar sagt, ich spare im Moment ganz viel, damit ich Geld habe für die größeren Investitionen. Das, das ist spannend. Viele können nicht sparen. Nächste Frage. Gönnst du dir bewusst was? Wäre dann noch spannend bei dir, Sansibar. Wofür investierst du? Was kommt dann zurück was ist der Return on Investment? Jetzt nicht nur in Geld. Wenn ich eine Ausbildung mache, wachse ich, lerne ich dazu, habe ich mehr Fähigkeiten. Wenn ich eine Therapie mache, heile ich. Wenn ich ein Coaching mache, trainiere ich gewisse Dinge. Wenn ich eine Reise mache, dann habe ich Erfahrungen und Erlebnisse, die mich vielleicht oder hoffentlich weiterbringen.
Und die nächste Frage, hast du schon mal Geld eingesetzt, damit es dir was zurückgibt? Dass du also quasi investieren im klassischen Sinne, dass du eine Rendite hast, dass da was zurückfließt. Und dann, wie fließt es in Sachen Geld? Kannst du annehmen, wenn ich dir den Hunderter so geben würde? Und kannst du geben? Bist du eher ein gebender Mensch? Bist du eher ein nehmender Mensch? Oder geht das gut in beide Richtungen? Ich stelle jetzt ganz viele intime Fragen. Ich mag euch alle total gut. Ne? Es geht nur, wir gehen jetzt auf einen 8000er hoch. Geld ist wirklich was Intimes. Der Danny in Amsterdam, bei dem habe ich früher oft meine Anzüge gekauft. Das ist so ein lustiger Holländer. Und irgendwie haben wir begonnen, über Geld zu reden. Und Danny hat gesagt, weißt du, Stefan, über Sex kannst du mit den Holländern reden. Da sind wir locker und unverkrampft. Aber wage es nicht, jemandem über Geld zu reden. Das ist, als würde man jemanden fremd an die Genitalien fassen. Ups, habe ich mir gemerkt. Ich rede mit den Holländern nicht über Geld. Vielleicht hat er ja gar nicht recht. Vielleicht hat er nur von sich selbst gesprochen. Ja, das ist schon der nächste Punkt. Wie offen kannst du über Geld reden? Kannst du unverkrampft und offen über Geld reden? Die meisten Menschen machen nie eine Planung, Pensionierungsplanung. Und wenn sie dann pensioniert sind, der Lohn, der Rente ist nur noch die Hälfte in der Schweiz, in Deutschland vielleicht noch weniger, in Frankreich auch noch weniger, ja, dann geht's nicht mehr auf. Sansibar schreibt, ich gönne mir Lebensmittel. Mache ich auch. Ich nehme Bio. Ist mir egal, wenn es doppelt so viel kostet. In der Schweiz ist es leider so. In Frankreich und Finnland hier nicht. Aber in der Schweiz wirst du richtig gemolken, wenn du Bio haben willst. Und die nächste Frage. Ist Geld für dich etwas Schambehaftetes? Wenn du jetzt 1 Million auf dem Konto hättest oder 10, würdest du dich schämen? So im Sinne von, wie Birgit gefragt hat, also eben, ja, es haben ja ganz viele, die haben viel weniger. Also, oder wenn du zu wenig hast. Es gibt auch Leute, die schämen sich, weil sie arm sind. Also in beide Richtungen. Solange man Scham hat, ist man nicht im Sweet Spot. Oder lässt du dich ausnutzen? Gibst du vielleicht zu viel? Das sind so ein paar Fragen. Also jetzt gebe ich euch die Antworten. Also wie fühlt es sich an, wenn ihr in diesem Sweet Spot seid? Wenn ihr, was sagt man, vollständig? Weiß gar nicht. Wie sagt man, weiß es jemand? Ich bin wohlständig, nein, sagt man nicht. Ne? Wenn du im Sweet Spot bist, dann zahlst du gerne Rechnungen, weil du hast nur etwas gekauft, was für dich einen Wert hat. Also, um nochmal die 100 € zu nehmen, das ist eigentlich das Handelsprinzip, wenn ich bei dir eine Leistung kaufe. Wenn ich bei dir eine Leistung kaufe und ich gebe dir 100 €, dann ist für mich das, was du mir gibst, hier kommt ein Boot, zeige euch das schnell, mindestens 100 € wert. Ich sehe es jetzt nicht so gut. Oder für mich hat es sogar mehr Wert, deshalb kostet nur 100 €. Ich gebe dir das, weil das, was du für mich jetzt tust, du reparierst meine Toilette, die ständig fließt. Hatte ich kürzlich. Ich habe die Rechnung noch nicht bekommen, ich hätte sie sofort bezahlt. Ich zahle Rechnungen sofort, weil ich kaufe wirklich nur Dinge, wo ich eine Entscheidung habe, wo der Wert für mich höher ist. Und ich bin dankbar, wenn jemand das erledigt. Und ich zahle gern, das ist der Fluss. Das ist Wertschätzung. Und ich habe mal definiert, ich möchte nur Kundinnen und Kunden, die mir gerne Geld geben. Weil die anderen, die geben es dir, dann bereuen sie es wieder. Ja, auch in dem Sweet Spot Geld habe ich 14 Tage, wenn man nicht will, kann man wieder gehen. Aber ich möchte eigentlich lieber mit den Menschen im Vorfeld klären, ob sie wirklich am richtigen Ort sind bei mir. Bevor wir da die Toilette rausnehmen und einen neuen Spülkasten einbauen. Das kann man eigentlich klären. Man kann die Erwartungen klären. Und schauen, passt es oder passt es nicht. Die nächste Frage ist also, wenn du im Sweet Spot bist, dann kannst du wirklich teilen. Ich habe ja kleine Kinder, ihr wisst es, ich bringe denen bei zu teilen. Das muss man wirklich lernen. Ich weiß nicht, ob Einzelkinder das schwerer fällt zu teilen oder keine Ahnung. Aber wenn man wohlhabend ist, dann kann man teilen. Und dann teilt man gern. Zum Beispiel, bei mir, ich habe ein Gästezimmer, der Schlüssel liegt. Auch wenn ich jetzt in Finnland bin, ich teile dieses Zimmer. Das war früher mein Puffzimmer. Jetzt ist es ein wunderschönes Gästezimmer. Und ich durfte was ganz Berührendes in unserem Ordnungs-Sweet-Spot erleben. Letzte Woche, wo eine von den Teilnehmern, die muss aus der Wohnung raus und ist ziemlich unter Druck. Und
Dann hat die andere spontan gesagt: „Schau mal, ich bin 140 Kilometer von dir entfernt. Du kannst zu uns kommen. Logisch nicht für immer, aber du kannst jetzt einfach mal kommen.“ Und ich fand das so toll, wie sie gerade gesagt hat, dass ich bin da ähm, kein Sozialamt oder so und für immer und ewig und Leute, die sich einen Tag haben, ging es nicht. Aber es geht darum, wenn du in so 'ner Situation bist, wo du vielleicht mal 2, 3 Monate irgendwie überbrücken musst oder auch ein halbes Jahr. Und die hat das so spontan von Herzen gesagt und das hat mich so berührt. So berührt. Und das ist das, was ich meine. Und diese Person, und dann versteht man noch besser, hatte für sich einen Raum geschaffen, liebevoll eingerichtet, damit sie sich zurückziehen kann. Das ist ihr persönlicher, intimer Rückzugsort, Meditationsort. Und den war sie bereit, ganz spontan zu teilen. Und das ist wohlhabend. Das ist völlig egal, wie viel du auf dem Konto hast. Das ist eine Einstellung, das ist eine Mentalität. Ja, Sansebar schreibt, ähm, die Toilette hätte ich versucht selbst zu reparieren. Wir haben es total lange versucht. Ich habe dann im Gästehaus im Aargau einen Verwalter und haben es einfach nicht geschafft. Unser Resort war ein halbes Jahr, ist einfach Wasser gelaufen. Niemand hat es gemerkt. Also manchmal ist, wenn man es kann, ist gut. Lucia, was schreibt Lucia? Das Studium unseres Sohnes zu finanzieren war für mich eine große Freude. Oh, Lucia, den Koffer mit 1 Million würde ich dir von Herzen gönnen. Schön. Und das spüre ich auch. Lucia hat ja gewonnen. Und das ist das Schöne. Das möchte ich euch doch schnell erzählen, wenn man so ins Fließen kommt, wenn man auch das Geben praktiziert. Lucia hat bei der Umfrage Prokrastination habe ich ja dann gezogen und habe ein Wochenende in Nizza, 2 Tage in meinen schönen Studios, in meinem Zuhause, die ich sonst für teures Geld vermiete, habe ich ihr das geschenkt. Und Luzi hat gerade gesagt: „Weißt du was, ich hänge noch 2 Tage an und zahle dir das selbstverständlich.“ Das ist so dieses, und wir müssen gar nicht drüber reden. Logisch kriegt sie den besten Preis. Muss nicht das auf Booking zahlen mit allen Zuschlägen der Plattform. Logisch, ist doch selbstverständlich. Das ist, wenn du so ein Vertrauensverhältnis hast und es fließt und es ist ein gegenseitiges Geben. Und das ist bei mir auch so. Ich habe jetzt ja dem 13-jährigen Sohn jeden Tag 1 Stunde Deutschunterricht, Privatunterricht. Weil in der Schule in Frankreich sagen sie: „Ja, der kann das nicht, der ist nicht intellektuell“, und er ist hochintelligent. Und er ist total sozial und ich glaube total an ihn. Und die lachen mich da unten aus, dass ich im Deutschkurs, die finden das überhaupt nicht wichtig. Das kostet, ist nicht so teuer, 19 €. 19 € pro Stunde, und die Frau macht das wunderbar und ich schätze das und zahle das gern. Das läppert sich, logisch läppert sich das. Das sind einmal 400 € im Monat, ja, nicht budgetiert und nicht so drin und muss ich auch zusammensuchen. Ich habe keinen Topf oder einfach unlimitiert, aber ich kann immer wieder Wert schaffen für andere Menschen und finde immer wieder Menschen, die dankbar sind und das würdigen. Das ist wohlhabend. Das ist wohlhabend. Ja, weiteres Beispiel. Ich habe früher oft so Ottolenghi-Kochevents gemacht. Wir haben das Kochbuch, das ich geschenkt bekommen habe, komplett durchgekocht und ich habe dann immer wild fremde Leute eingeladen. Und dann waren immer 10, 12 Leute in meiner sehr kleinen Küche. Ich habe eine sehr kleine, einfache, bescheidene Wohnung. Gott sei Dank sehr, sehr, sehr guten Preis und kann mir das leisten. Und ich habe irgendwie begonnen, alles anzuschreiben. Und dann war mal eine Frau da, eine sehr wohlhabende Frau. Und die haben eine riesige Villa. Wirklich riesig, 300, 400 Quadratmeter. Mit schönem Land und alles. Und dann hat sie gesagt, also ich könnte nie jemand Fremden in meiner Küche kochen lassen. Warum kann ich das? Bei mir sind die Dinge da, um gebraucht zu werden. Und ich kaufe mein Ding im Brocki ein. Der Tisch bei mir kostet 49 Franken, den habe ich seit 10, 12 Jahren. Wenn er kaputt geht, gehe ich ins Brocki, vielleicht ist es heute ein Hunderter, dann kaufe mir einen neuen Tisch. Ist doch nicht schlimm, bin ich wütend, wenn jetzt jemand beim Kochen da was anbrennen lässt? Nein, bin ich nicht. Also, meine Dinge sind funktional. Da bin keine Statusdinge. Und dann war ich mal bei dieser wohlhabenden Frau, das ist die Frau von einem lieben Freund, und ich habe ihre Küche gesehen. Und ich hatte mal eine Serie gemacht über die Umbau von Genossenschaften. Die hatte so eine Zinkplatte. Oder, und ich weiß, allein die Zinkplatte kostet 20.000. Und jetzt weiß ich, warum sie niemanden kochen lassen würde. Weil es dann vielleicht nicht so sauber ist. Weil dann vielleicht die teure Zinkplatte kaputt geht.
Also je mehr du hast, umso weniger leicht lebt sich's. Außer du hast den richtigen Mindset. Es gibt doch auch Leute, die einfach locker sind. Aber oft ist es nicht so. Und dann war ich bei denen auf Besuch und ich übernachte immer gern bei den Menschen. Und ich habe gesagt, könnte ich bei euch übernachten? Haben sie gesagt, nein, wir haben keinen Platz. Nein, wir haben keinen Platz. Wir wohnen derzeit zu 8 in einer 3,5 Zimmer Wohnung. Seit vielen Monaten. Ich habe eine Freundin mit einem kleinen Kind, die auf der Straße stand, aufgenommen. Das geht wunderbar gut. Also, das ist alles relativ. Wir haben keinen Platz. In anderen Ländern teilen sie das Zimmer zu 8. Chinesische Studenten haben nicht ein eigenes Schlafzimmer. In Dubai, die Wanderarbeiter aus Indien. Ich habe Bilder gesehen. Ja. Wenn du im Sweet Spot bist, wenn du dieses Wohlgefühl hast, dann gönnst du dir bewusst etwas. Und die einen von euch haben schon mal gesagt, eben Sansibar mit den Lebensmitteln. Ich frage mal in die Runde, was gönnt ihr euch? Also ich gönne mir jetzt diese 2 Wochen in Finnland und ich habe dem Mann sehr gern die über 2.000 Euro in die Hand gedrückt. Und ich habe mir das gespart, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe für andere Menschen Werte geschaffen. Ich habe gerade ein sehr großes Filmprojekt abgeschlossen, wo ich 2 Jahre daran gearbeitet habe. Und erst dann kam die Zahlung. Und sehr gerne habe ich dieses Geld dem Nikolaus gegeben, der so liebevoll schaut. Und gestern ist hier auf der Insel das Wasser ausgegangen. Ich habe begonnen zu waschen mit der Handwaschmittel. Und dann wollte ich noch die Wäsche waschen, also das Duvet. Weil die Jungs hatten so geschwitzt und dann kam kein Wasser mehr. Kam gerade der Nikolaus, hat uns Einkäufe gebracht. Und habe ich ihm gesagt, Nikolaus, was ist los? Sagte, du, die Quelle ist versiegt. Ich weiß nicht, was er tun kann. Was haben wir gemacht? Gehe ich jetzt mich beschweren und sage, Nikolaus, ich will Geld zurückhaben. Ich will Geld zurückhaben. Meine Leistung. Ich kann die Menschen nicht riechen, die das immer gleiche Geld zurückhaben sollen. Sorry, ich bin da ein bisschen, wir vermieten Sachen. Und 3, 4, 5% der Menschen wollen einfach immer ihr Geld zurückhaben. Die sollen zu Hause bleiben. Reisen ist ein Abenteuer. Da kann was schief gehen. Ist doch nicht der Fehler von Nicola. Er hat sich so entschuldigt, muss sich nicht entschuldigen. Was haben wir gemacht? Hier, das Meerwasser ist zum Glück nur ein bisschen salzig. Wir haben die Eimer gefüllt. Wir haben die Wäsche da mit dem Meerwasser gewaschen. Die riecht auch gut. Nach der Sauna gab es ja keine Dusche, haben wir halt so gemacht. Also das ist Minimalismus. Da hilft es eben schon, wenn wir wissen, wir können auch einfach. Unser Glück hängt jetzt nicht vom fließenden Wasser ab. Die Toilette hat nur ein Plumpsklo und da tut man ein bisschen Komposterde drüber. Ja, also wenn du einfach kannst, habe ich kürzlich mit Schmidi so schön diskutiert. Der wohnt, ihr habt ihn ja gesehen mit Daniela, die wohnen auf dem Camping von Frühling bis Herbst. Und der kann einfach. Mit 500 Franken hat er gekauft, den kleinen Anhänger, so dünnes Wändchen, baut es zusammen, tagsüber kann er nicht drin sein, hat er ja erzählt, weil dann tropft es runter und ist heiß und Kondensationsflüssigkeit, aber der kann einfach, wenn du aber mal den Fokus auf, was haben wir denn alles? Ich war ja bei dir zu Hause, Ruth, ich durfte das ja sehen, das ist ein schönes Zuhause. Also was gönnst du dir? Ich glaube, ein weiterer Punkt, der zeigt, ob du im Sweetspot bist, ist, ob du Gier hast oder ob du dem Geld hinterherrennst. Ich rede nicht davon, dass wir hart arbeiten müssen, dass es manchmal mühsam ist. Ich rede davon, dass wir uns keine freie Minute gönnen, weil wir ja dann Geld verdienen können. Also, das meine ich, dieses Hastige, dieses Rastlose, die Gier. Dann, wenn du Scham hast, egal ob zu viel oder zu wenig, dann ist es vielleicht auch noch nicht so gut. Wenn du das Gefühl hast, du hast mehr, als dir zusteht, also ich habe das doch nicht verdient, dann ist es Dinge anders, wirklich anders konzipiert habe. Und ich werde euch auch zeigen, was ich in diesem Sprint mache, damit wir gemeinsam diesen Sweet Spot erreichen. Und auch, das wird auch interessant sein, wenn ihr gar nicht mitmacht. Ich versuche immer bei mir immer ganz viel Mehrwert zu geben. 99% von meinem Content ist kostenlos. Und ich finde immer so, dass man das auch, die Sachen machen kann. Das ist übrigens unser Blumsklo da hinten, mit der schönsten Aussicht der Welt. Die zeige ich euch jetzt dann noch.
Ja, nee, ich habe extra die Bandwidth hier runtergetan und es ist halt schon sehr einsam hier. Also es ist halt schon sehr weit weg in der Mitte der Ostsee irgendwo. Das ähm, zeige ich euch noch die schönste Aussicht des Plumpsklos. Hier sieht man die Fische und hier, ja, ganz einfach, aber ganz schön. Man hat so den Frieden hier. Also wie gesagt, ich hoffe, ja, jetzt ist wieder besser, weil ich jetzt da hochgegangen bin. Habt ihr noch Fragen oder habt irgendwie eine spannende Geschichte, die ihr gern wirklich hören möchtet? Dann würde ich die noch mal sagen, weil ich habe natürlich jetzt keine Ahnung. Was habt ihr gehört und was habt ihr nicht gehört? Ja, ich habe es so gut gemeint. Manchmal, wisst ihr, man kann nicht immer siegen, man kann nicht immer gewinnen im Leben. Und ich sage meinen Kindern oft, sie müssen lernen zu verlieren. Also ich warte noch kurz einen Moment, ob es noch irgendwie was ist, was gerade. Ja, aber ich glaube, die Message ist schon rübergekommen. Also dieses wohlhabend in den Sweet Spot kommen, im irgendwie so in Harmonie sein mit dem Fließen. Was wir natürlich dann machen werden im Sweet Spot Sprint, ist wirklich auch mal immer die 4M-Methode. Erstens mal den Mindset, mal ausrichten. Okay, was sind deine Werte? Und mal schauen, wie investierst du? Wie geht Geld weg? Was kommt auf die Not-to-Spend-Liste? Wo gibst du kein Geld mehr aus? Wir gehen das sehr systematisch durch, weil wenn wir den Überblick haben und wenn wir bewusste Entscheidungen haben, weil Geld ist wie so Wasser, das können wir entscheiden, wo das fließt. Das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht entscheiden. Sie lassen es zu und es ist irgendwie gerade nach Lust und Laune und wie viel gerade im Portemonnaie ist und dann fließt halt irgendwie raus. Und viele Menschen kennen auch ihren Wert nicht. Ich behaupte, dass jede und jeder von euch sehr viele ungenutzte Einkommensquellen hat, die ihr nicht nutzt. So, ihr Lieben, jetzt kommt schon mein Kleinster hier mit der Schutzweste, weil sie müssen immer, wenn sie draußen spazieren gehen, die Weste wie auf die Schwimmweste anziehen. Tut mir leid, dass das ein bisschen schwierig war mit dem Internet. Ich hätte es vielleicht von Anfang an hier oben machen sollen. Da spaziert er mit dem Großvater. So süß, die beiden. Yes. Yes. Okay. So, so. Ihr Lieben, danke fürs rege Mitdiskutieren. Ich hoffe, ich habe nichts gesagt. Ich kann manchmal nicht auf den Mund sitzen. Ich bin einfach so direkt. Das ist meine Art als Journalist. Provoziere manchmal gerne ein bisschen. Ich mag alle und alle von euch. Und ich danke auch der lieben Birgit, dass sie immer so schön treu da ist. Und ich mag auch gern so herausgefordert zu werden. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Wenn ihr mehr Infos schon mal haben wollt, die Seite ist live. Man kann sich auch schon anmelden. Wir starten am 1. September in einer kleinen Gruppe und 12 Wochen Sprint und bringen Ordnung in deine Beziehung mit dem Geld. Ich mache keinen Finanzkurs, ich mache keine Finanzberatung. Oh, jetzt ist er komplett weg. Dann höre ich jetzt auf.